Die bittere Realität von Staatsschuldenkrisen. Ein Land kann so wirken, als sei alles in bester Ordnung, bis zu dem Tag, an dem der Geldfluss plötzlich abreißt. Die Geschäfte sind geöffnet, die Geldautomaten funktionieren einwandfrei, die Gehälter werden pünktlich überwiesen, importierte Medikamente stehen in den Regalen, Benzin fließt und Flugzeuge landen und starten. Doch wenn das Vertrauen erst einmal verspielt ist, stellen ausländische Kreditgeber die Anschlussfinanzierung ein. Die Reserven schmelzen dahin, die Währung stürzt ab, Banken geraten ins Wanken und die Preise laufen den Löhnen davon. Und ehe man sich versieht, wird klar: Alles, was die Menschen für einen festen Bestandteil ihres ganz normalen Lebens hielten, basierte in Wahrheit auf geliehenem Vertrauen. Genau das ist eine Auslandsschuldenkrise. Sie ist kein technisches Detail des Anleihemarktes und keine trockene Zeile im Budget des Finanzministeriums. Sie ist der schmerzhafte Moment, in dem ein Land begreift, wie viel von seinem alltäglichen Leben eigentlich aus dem Ausland gemietet war, wenn die Illusion zerbricht. Wenn die meisten Menschen die Worte Staatsbankrott oder Zahlungsausfall hören, sehen sie Männer in Anzügen vor sich, die auf riesige Bildschirme starren und Geld verlieren. Das ist die saubere, distanzierte und sterile Version der Geschichte. Wenn ein Land jedoch seine Auslandsschulden nicht mehr bedienen kann, bleibt das Problem nicht auf die Finanzwelt beschränkt. Es breitet sich aus wie ein Virus. Es infiziert das Geld, die Banken, die Importe, die Inflation, die Gehälter, die Arbeitsplätze und die Politik. Der Grund dafür ist denkbar einfach: Auslandsschulden müssen in einer Währung bezahlt werden, die man nicht einfach selbst drucken kann. Man braucht Exporterlöse. Man braucht Reserven, man braucht frische Kredite aus dem Ausland, meistens sogar alles auf einmal. Bleiben diese aus, gerät der Staat nicht nur in einen Engpass, sondern steht vor einer veritablen nationalen Bilanzkrise. Und wenn diese Krise erst einmal ausbricht, zahlen am Ende die ganz normalen Bürger den Preis für den Verlust an Flexibilität. Forschungen des IWF zeigen dies sehr deutlich. Da Banken in der Regel große Mengen an Staatsanleihen halten und diese als Sicherheiten nutzen, geraten auch ihre Bilanzen ins Wanken, sobald der Staat in Bedrängnis gerät. Kredite werden von heute auf morgen eingefroren, was die Wirtschaftskrise nur noch weiter verschlimmert. Die Grenze zwischen Inland und Ausland. Die feine Linie zwischen Inlands- und Auslandsschulden ist der Punkt, an dem die eigentliche Gefahr beginnt. Eine Regierung, die sich in eigener Währung verschuldet, kann zwar ebenfalls Inflation verursachen, politischen Unmut auf sich ziehen oder Instabilität erleben, aber sie hat immer einen entscheidenden Vorteil: Sie kann das Geld, das sie schuldet, selbst drucken. Das nimmt zwar nicht den gesamten Schmerz, aber es verwandelt das Problem von einer existenziellen externen Krise in eine interne politische Angelegenheit. Auslandsschulden hingegen sind unbarmherzig. Wenn sie fällig werden, stehen die Gläubiger vor der Tür und fordern Dollar, Euro oder Yen. Wenn die Exporte schwächeln, die Reserven schwinden oder die Gläubiger sich weigern, alte Kredite durch neue zu ersetzen, geht dem Land das Geld aus, das auf der Weltbühne zählt. In diesem Moment werden die Optionen sehr schnell sehr ungemütlich: Abwertung, Kapitalkontrollen, Bankenrestriktionen, IWF-Pakete mit drakonischen Auflagen, Haushaltskürzungen, Inflation, manchmal alles auf einmal. Die Realität ist: Der offizielle Moment, in dem ein Staat sagt, ich kann nicht mehr zahlen, ist nicht der Anfang der Geschichte. Er ist nur der letzte Vorhang eines Vertrauensverlusts, der sich schon lange nicht mehr verheimlichen lässt. Das Mahnmal. Argentinien 2001. Argentinien ist eines der klarsten und schonungslosesten Beispiele für diesen Mechanismus. Die Krise zeigte jedem im Zeitraffer, wie dieses Rädchen ineinander greift. IWF-Berichte fassen die Phase zwischen 1991 und 2001 prägnant zusammen. Ende 2001 befand sich das Land in einer tiefen Wirtschafts- und Finanzkrise, das Vertrauen war völlig kollaboriert und das berühmte Wechselkurssystem, das den Peso an den Dollar koppelte, brach mit dem Staatsbankrott in sich zusammen. Selbst das unabhängige Evaluationsbüro des IWF bezeichnete die Krise von 2001 als eine der schwersten Krisen, die ein Land in den letzten Jahrzehnten erlebt hat, und hob die enormen Härten für die argentinische Bevölkerung hervor. Ein anderer Bericht dokumentiert, dass die Wirtschaftsleistung von 1998 bis 2002 um fast 20% einbrach. Die Inflation nach dem Ende der Bindung an den Dollar explodierte und das Vertrauen im In- und Ausland komplett verpuffte. Doch diese trockenen Berichtszeilen ergeben erst dann einen Sinn, wenn man versteht, was die Menschen damals fühlten. Als die Krise einschlug,
Erlebten die Argentinier sie nicht wie ein akademisches Wirtschaftsseminar, sie erlebten sie durch ihre auf den Banken eingefrorenen Ersparnisse, durch das verlorene Vertrauen, die schwindende Kaufkraft, Entlassungen, Proteste auf den Straßen und die plötzliche Erkenntnis, dass das so vehement verteidigte Währungssystem keineswegs so sicher war wie behauptet. Ersparnisse, der Zugang zu Bargeld und die Preisschilder in den Geschäften wurden über Nacht zu hochpolitischen Themen. Als der feste Wechselkurs kollabierte, wurde das alte importabhängige Leben unbezahlbar. Die Weltbankdaten zeigen das soziale Ausmaß unmissverständlich. Nach der Krise schoss die Armut in die Höhe, sodass zeitweise fast die Hälfte der Bevölkerung unter die Armutsgrenze rutschte. In den Schlagzeilen stand das Wort Zahlungsausfall. Aber die Kehrseite der Medaille war, dass normale Menschen eines Morgens in einem Land aufwachten, das ihre gewohnte Stabilität schlicht nicht mehr finanzieren konnte. Der russische Dominoeffekt. Die Geschichte Russlands im Jahr 1998 ist eine etwas andere Variante derselben Lektion. Die russische Krise verlief nicht exakt nach dem argentinischen Drehbuch, zeigte aber, wie rasant sich die Probleme des Staates auf das Devisen- und Bankensystem übertragen können. Laut IWF-Dokumenten wirkte die Krise vom August 1998 wie ein sofortiger Schock auf den Bankensektor, denn der faktische Verzicht der Regierung auf die Bedienung der Inlandsschulden ging mit einer Abwertung und einem allgemeinen Zusammenbruch des Vertrauens einher. In der Praxis bedeutete dies, das Glaubwürdigkeitsproblem des Staates mutierte simultan zu einer Banken- und einer Währungskrise. Als das Vertrauen erst einmal Risse bekommen hatte, fielen alle Dominosteine zusammen. Der Rubel verlor massiv an Wert, der Staat restrukturierte seine Schulden, die Banken gingen K.o. und das ohnehin fragile Vertrauen im System löste sich vollständig in Luft auf. Das ist genau das Muster, das die Zuschauer verstehen müssen. Eine Schuldenkrise des Staates bleibt niemals nur beim Staat. Sie breitet sich aus. Weil Banken die Anleihen dieses Staates halten, weil Unternehmen mit importierten Gütern produzieren, weil die Menschen darauf vertrauen, dass die Preise stabil bleiben und weil der Wert der Währung selbst auf der Wahrnehmung fußt, dass Auslandsschulden bedient werden können. Sobald der Staat an Glaubwürdigkeit verliert, gerät alles ins Wanken, was an ihm hängt. Ein Staatsbankrott ist nicht bloß eine Frage der Rate, die das Finanzministerium nächsten Monat zahlen muss. Es ist eine fundamentale Neubewertung dessen, wer noch kreditwürdig ist, was noch als liquides Bargeld gilt und welche Institutionen ohne Notfallhilfe überleben können. Aktuelle IWF-Studien bestätigen diesen engen Zusammenhang. Steigt die Risikoprämie des Staates, schwächt das die Bankbilanzen, die Kreditvergabe bricht ein und die Wirtschaftsaktivität wird massiv abgewürgt. Das griechische Dilemma Griechenland fügt dem Ganzen eine völlig neue Dimension hinzu. Es zeigt, was passiert, wenn ein Land, das seine eigene Währung nicht kontrolliert, also keine Gelddruckmaschine besitzt, die finanzielle Flexibilität verliert. Berichte der Europäischen Kommission legen den Zweck der damaligen Rettungsprogramme offen: sicherzustellen, dass Griechenland wieder Zugang zu den Finanzmärkten erhält und ein Übergreifen der Krise auf andere Länder der Eurozone zu verhindern. Das Problem Griechenlands war also nicht nur, dass es zu viel Geld ausgegeben hatte. Es saß in der Falle eines Währungssystems, der Eurozone, dessen Regeln von anderen bestimmt wurden und in das es nicht eingreifen konnte. Griechenland konnte sich nicht wie ein Land mit eigener Währung durch eine Abwertung Luft verschaffen. Deshalb war der Anpassungsprozess umso schmerzhafter: harte Sparmaßnahmen, Kürzungen im Haushalt, Massenarbeitslosigkeit und ein langfristiger Verlust der wirtschaftlichen Souveränität. Die Staatsverschuldung mag später, in den 2020er Jahren unter völlig veränderten Bedingungen, über 200% des BIP gestiegen sein, aber die ersten Jahre der Krise zeigten jedem die sozialen Kosten des Eingezwängtseins zwischen untragbaren Erwartungen und einem winzigen Handlungsspielraum. Dieser Kontrast zeigt die zwei klassischen Wege, wie der Schmerz im Inneren verteilt wird. Hat man eine eigene Währung und erstickt in Auslandsschulden, kommt der Schaden meist über Abwertung und Inflation. Fehlt die monetäre Flexibilität, wird der Schmerz durch tiefere Sparmaßnahmen, Arbeitslosigkeit und eine lang anhaltende innere Rezession bezahlt. Argentinien verlor seine Kreditwürdigkeit und sah zu, wie die Kaufkraft durch Inflation verbrannte. Griechenland sah sich innerhalb des Euro-Konstrukts mit einem erstickenden Sparkurs konfrontiert. Der Mechanismus mag unterschiedlich sein, die Lektion bleibt dieselbe. Bricht die Außenfinanzierung weg, gibt es für die Bevölkerung kein Entkommen.
Die Art und Weise, wie man leidet, ändert sich, nicht aber die Tatsache, dass man leidet. Die Anatomie des Zusammenbruchs. Schritt für Schritt. Was passiert Schritt für Schritt, wenn ein Staat zahlungsunfähig wird? Der Kreditstopp. Gläubiger leihen dem Land kein Geld mehr zu vernünftigen Konditionen oder verlangen so astronomische Zinsen, dass eine Refinanzierung unmöglich wird. Die Schmelze. Während Regierung und Zentralbank versuchen, die Währung zu stützen oder Zahlungen zu leisten, schmelzen die Devisenreserven im Rekordtempo dahin. Der Währungsschock, der Wechselkurs kollabiert. Das verteuert importierten Treibstoff, Medikamente, Lebensmittel, industrielle Rohstoffe und jegliche Konsumgüter von einer Sekunde auf die andere. Der Bankenstress. Banken, die Staatsanleihen in ihren Büchern halten oder auf verlässliche Sicherheiten angewiesen sind, geraten unter massiven Druck. Der Kreditkollaps. Weil Banken vorsichtig werden, die Refinanzierungskosten steigen und der Wert von Sicherheiten einbricht, friert die Kreditvergabe abrupt ein. Der Produktionsstopp. Unternehmen fahren die Produktion zurück oder legen Investitionen auf Eis, weil Importe zu teuer sind und es an Liquidität fehlt. Die soziale Quittung. Die Löhne bleiben weit hinter den Preisen zurück, Renten schrumpfen im realen Wert, die Armut steigt und die Geduld der Gesellschaft reißt. Internationale Berichte bestätigen diese Kette immer wieder. Ein Zahlungsausfall ist kein Ereignis einer einzigen Nacht. Es ist eine Kettenreaktion, die sich in Wellen über die Währung, die Banken, die Preise und die soziale Ordnung ausbreitet. Wenn die Krise die Küche erreicht. Genau an diesem Punkt wird die Frage, was wäre, wenn uns das passiert, für den Bürger zur Realität. In einer solchen Situation wäre die erste Sorge nicht die nächste Anleiheauktion. Es wäre das plötzliche Verschwinden jeglicher Vorhersehbarkeit im Leben. Importierte Medikamente in der Apotheke zu finden oder das Haushaltsbudget zu balancieren, würde zum täglichen Kampf. Die Benzinpreise würden in die Höhe schießen, was automatisch alles, vom Transport bis zum Lebensmittel, verteuert. Unternehmen, die auf importierte Teile oder Maschinen angewiesen sind, würden die Arbeitszeiten verkürzen, Mitarbeiter entlassen oder ganz schließen. An den Geldautomaten würden Auszahlungslimits eingeführt. Während das Geld an Wert verliert, würde die Kaufkraft der kleinen Ersparnisse auf der hohen Kante wie Eis in der Sonne schmelzen. Jeder, der direkt oder indirekt in Fremdwährung verschuldet ist, würde den Druck bis ins Mark spüren. Familien der Mittelschicht müssten feststellen, dass ihr Gehalt auf dem Papier zwar gleich bleibt, aber nicht mehr ausreicht, um das gewohnte Leben zu finanzieren. Die Ärmsten würde der Schlag zuerst bei Lebensmitteln und Busfahrkarten treffen, die Mittelschicht kurz darauf bei ihren Ersparnissen und ihren Zukunftssicherheiten. Wenn Länder pleite gehen, stehen die Menschen nicht vor der Börse Schlange. Sie stehen Schlange vor den Banken, den Apotheken, den Tankstellen und den Supermärkten. Das ist der Grund, warum ein Staatsbankrott eine weitaus sozialere Angelegenheit ist, als es auf dem Papier den Anschein hat. Diejenigen, die den ersten Schmerz spüren, sind nicht die, die die Kreditverträge unterschrieben haben. Diese Unterschriften wurden in schicken Ministerien und Banktürmen geleistet. Die Rechnung jedoch wird am Küchentisch bezahlt. Ein Land, das in eine Auslandsschuldenkrise gerät, verliert nicht nur Geld. Es verliert Zeit, es verliert Verhandlungsmacht und es verliert die Chance, den Schmerz über Jahre zu strecken, um ihn abzufedern. Ein struktureller Wandel, der eigentlich Jahre dauern sollte, wird in wenige Monate gepresst. Das geliehene Vertrauen ist aufgebraucht und der Alltag wird ohne dieses Vertrauen radikal neu eingepreist. Das Ende des billigen Geldes. Dieses Thema ist genau jetzt von kritischer Bedeutung, da die Welt für fragile Staaten zunehmend ungemütlicher wird. Angesichts hoher globaler Zinsen, restriktiver Finanzierungsbedingungen, geopolitischer Konflikte und risikoaverser Investoren ist das Tragen von Fremdwährungsschulden wie das Laufen mit einer gezogenen Handgranate. Auch der IWF warnt kontinuierlich vor den Gefahren in Schwellenländern, in denen die Bedingungen für eine Schuldenrollierung schwierig sind und das Devisenrisiko den Deckel sprengt. Das bedeutet natürlich nicht, dass jedes verschuldete Land morgen pleite geht, aber es zeigt, dass die Ära des reichlichen und billigen Geldes aus dem Ausland vorbei ist. Es demonstriert, wie extrem kurz die Distanz zwischen „wir schlagen uns durch“ und „es ist vorbei“ sein kann, sobald die Märkte aufhören zu glauben. Auslandsschulden wirken immer kontrollierbar, solange der Akteur da draußen darauf vertraut und es erlaubt, alte Schulden mit neuen Schulden zu bedienen. Die Krise beginnt in dem Moment, in dem dieses Rad zum Stillstand kommt. Das ist das oberste Gesetz des Staatsbankrotts.
Länder gehen nicht pleite, weil Versprechen im abstrakten Sinne verschwinden. Sie gehen pleite, weil das Geld und das Vertrauen von außen schneller flüchten, als die internen Anpassungsmechanismen des Landes greifen können. Schulden sind tragbar, bis das Fenster für die Refinanzierung zufällt. Kreditwürdigkeit ist solide, bis sie plötzlich verpufft. Die wahren Kosten von Auslandsschulden sind nicht die Zinsen, die man zahlt. Es ist die Tatsache, dass man diese Entscheidungen nicht mehr selbst treffen kann, wenn die Dinge schiefgehen. Mit anderen Worten, der Verlust der Souveränität. Ist diese Schwelle erst einmal überschritten, mutiert die Wirtschaftspolitik zur Notaufnahme und die Bevölkerung zahlt die Rechnung mit ihrer Existenz. Die letzte Lektion ist so einfach wie unbarmherzig. Schulden im Ausland können Zeit kaufen, das Wachstum anheizen, Importe ankurbeln und die Illusion erzeugen, dass der Lebensstandard eines Landes auf einem viel solideren Fundament steht, als es der Fall ist. In guten Zeiten vermittelt es das Gefühl eines mühelosen Lebens. Doch wenn die schlechten Zeiten anbrechen, lädt es all die aufgeschobenen Kosten an einem einzigen Tag vor der Haustür ab. Wenn ein Land seine Auslandsschulden nicht mehr bezahlen kann, ist dieser Zahlungsausfall nur der offizielle Name. Die eigentliche Krise ist der Moment, in dem die Banken, die Preise, die Löhne und das tägliche Leben nach dem Verpuffen des geliehenen Vertrauens erwachen und sich schmerzhaft an jene harte Realität anpassen müssen, die der Anleihemarkt schon lange vor allen anderen gesehen hat. Die Geschichte wiederholt sich, weil sich die menschliche Psychologie und Machtinteressen nie ändern. Wenn dir dieser Blickwinkel gefallen hat, dann bleib dran. In den staubigen Seiten der Vergangenheit liegen noch viel mehr Antworten. Das war's für heute bei Die Vergangenheit. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns morgen.